Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ihr fragt euch, wie ich diesen herbstlichen Kranz erstellt habe. Tja, dann würde ich vorschlagen, bleibt einfach dran. Im folgenden Video zeige ich es euch Step by Step. Viel Spaß mit dem Video. Als Basisgrün für meinen Kranz werde ich Besenheide, Stacheldrahtpflanze und Thujagrün verwenden. Das ganze benötigte Material trage ich auch wie üblich in die Videobeschreibung ein. So, und ich habe jetzt hier einen Strohkranz, der hat jetzt in meinem Fall einen Außendurchmesser von in etwa 28 cm. Und an diesem Strohkranz werde ich jetzt Bindedraht befestigen. Das ist jetzt auch vollkommen egal, an welcher Stelle eures Kranzes ihr den Bindedraht befestigt. So, jetzt verzwirbel ich das hier mal miteinander, damit er gleich auch richtig gut da dran ist, also mein Bindedraht. Und wie gesagt, ist jetzt echt egal, an welcher Stelle des Kranzes ihr das dran macht. Den Anfang von dem Draht, den stecke ich hier mal in den Kranz hinein. Nicht, dass man sich hier gleich irgendwie an den Fingern verletzt. So, okay. Der kann jetzt erst einmal beiseite. Jetzt kommt als nächstes mein Grün dran. Ich werde jetzt als erstes meine Besenheide schneiden. Allerdings werde ich noch nicht alle Pflanzen schneiden, weil ich weiß ja jetzt noch gar nicht, wie viel Grün ich benötige. Kann auch gut möglich sein, dass 3, 4 Pflanzen übrig bleiben werden von diesem Projekt. Und dann würde ich die erstmal so nach und nach schneiden. Nicht, dass ihr jetzt schon alles vorschneidet und dann ärgert ihr euch hinterher, wenn ihr zu viel Material übrig behaltet. Auch die Stacheldrahtpflanze wird jetzt geschnitten werden. Das war jetzt eine Stacheldrahtpflanze, die hatte ich schon zur Hälfte runtergeschnitten für ein anderes Projekt. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu groß, dieses Stück. Von daher mache ich mir das jetzt auch noch mal ein bisschen kleiner. Letzten Endes kann man auch sagen, umso filigraner man das Grün schneidet, umso feiner, filigraner wird dann auch nachher der Kranz werden. So, das kann man hier auch schon mal auseinanderfriemeln. Das kann auch noch ein bisschen kleiner werden. Thujagrün wird auch nach und nach erst geschnitten werden, weil ich denke, so viel Thujagrün brauche ich jetzt nachher für mein Projekt nicht. Das stammt jetzt aus dem Garten eines Freundes und der war sehr großzügig. Der wollte mir sogar noch mehr Thujagrün mitgeben, aber ich musste ihn dann ein bisschen aufhalten. Ist ja Quatsch, wenn ich dann zu viel habe, was dann letzten Endes entsorgt wird. Muss ich mal gucken, wie viel ich davon benötige. Was ich aber auf jeden Fall in die Videobeschreibung eintragen werde, wie viel Stacheldrahtpflanze ich genau benötigt hatte und wie viel Heide ich benötigt hatte. Kann jetzt eigentlich auch erstmal dahin. Wenn jetzt hier sehr viel übrig bleiben sollte vom Thujagrün, dann kommt das einfach in einen Eimer mit Wasser. Das hält, ewig. Das hält sowas von lange. So, jetzt nehme ich mir mal Heide. Machen wir jetzt mal so kleine Sträußchen damit. So. Eben gucken. Ja, es kann ruhig noch ein bisschen mehr sein. Darunter kommt jetzt Thujagrün. Dann habe ich mir noch gedacht, obendrauf ein bisschen Stacheldrahtpflanze. Aber ich denke, es kann auch ein bisschen mehr Heide hinzu. So. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Kranz, komm mal bitte her. Hier ist der Bindedraht. Na, ich muss das eben andersrum legen. Da ist der Bindedraht. Ich habe jetzt hier ein kleines Sträußchen. Ach, für alle, die sich jetzt fragen, wie lang das in etwa ist. Ich messe es mal eben für euch ab. Ja, die Heide hat jetzt eine Länge, ja, so 18 cm. Man könnte das jetzt auch kürzer schneiden, aber dann, ja, dann hat man zu viel Reste nachher übrig. Wenn ich jetzt die Heide, sagen wir mal, schon hier kappen würde und das hier, ja gut, das kann man noch mit einarbeiten, ne? Aber es ist dann so ein bisschen unschön mit den Enden. So, nochmal, Bindedraht ist da. Jetzt wird das hier draufgelegt und ich wicke das jetzt mit meinem Bindedraht fest. Ihr könnt das aber auch anders einarbeiten. Ihr könnt dann einfach mal sagen, okay, ich will jetzt erstmal nur mit Heide arbeiten. Ne, macht euch einfach wieder ein Sträußchen, drauflegen, festwickeln. Aber ich habe mir jetzt vorgestellt, ich werde das schon die ganze Zeit so ein bisschen gemischt einarbeiten. Auch immer dran denken, dass ihr auch die Ränder macht. Kommt wieder ein bisschen Stacheldrahtpflanze hinzu, wobei ich gerade bei der Stacheldrahtpflanze am Überlegen bin, ob ich davon ein bisschen weniger einarbeiten werde. Ja, mal gucken, das entscheide ich erst im Laufe des Prozesses. Wieder ein kleines Bündel, kommt jetzt hier an die Seite und ich wickel immer mit dem Bindedraht übrigens zweimal drumherum. Das hält dann besser, meiner Meinung nach. Von hinten wird mein Kranz jetzt nicht mitgestaltet werden, weil den wird man später nicht sehen. In meinem Fall wird das ein Türkranz werden. Jetzt wieder ein Sträußchen hinzu. Etwas Thujagrün. Ja,
Ja, wobei wir könnten noch ein bisschen mehr von dem Thuja vielleicht nehmen. Bisschen Stacheldrahtpflanze. Die würde ich auch immer so oben drauf legen, weil wenn die so drunter ist, ja, dann wird die so eingeditscht. Kommt jetzt hier an die Innenseite von meinem Kranz. Und wieder festwickeln. Ich zeige es euch jetzt noch ein letztes Mal und dann gehe ich auch ein bisschen auf Zeitraffer. Das wird jetzt versetzt auf das vorherige Grün gelegt werden. Ne? Hier ist der Bindedraht. Das kommt jetzt einen Tacken tiefer als das vorherige Grün. Ja, und das mache ich so lange, bis mein Kranz komplett mit Grün bedeckt ist. Wenn euch der Bindedraht auch mal zu Ende gehen sollte, ist überhaupt nicht schlimm. Ihr dreht den Kranz dann einfach mal um und verzwirbelt den mit dem bereits vorhandenen Bindedraht. Und dann wickelt ihr einfach wieder neuen Bindedraht dran. So, das Ende stecke ich jetzt mal hinein. Ein bisschen verwursteln. Wie gesagt, da macht ihr jetzt einfach neuen Bindedraht dran. Der Kranz ist jetzt fast fertig gebunden und dann zeige ich euch jetzt mal das Ende des Kranzes. Mein Grün habe ich mir jetzt schon soweit fertig gemacht und beim Grün habe ich auch immer darauf geachtet oder vielmehr bei den Bündeln, dass das hier gleichmäßig abschließt. Also dass da jetzt nicht irgendwelche Zweige sind, die Gott weiß wie lang hervorschauen. Ne? Einfach hier immer darauf achten, dass das hier gleichmäßig ist, das Ende. Jetzt wird das vorherige Grün, der Anfang meines Kranzes, der wird jetzt angehoben. Und das Grün wird jetzt hier so lange drunter gelegt, bis ich hier nichts mehr von dem Strohkranz sehe. Ist jetzt ein bisschen friemelig, sonst macht ihr das einfach mal zu zweit. Jetzt natürlich auch darauf achten, dass ihr das bereits vorhandene Grün, also hier, nicht festwickelt. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen friemelig. So, jetzt drehe ich meinen Kranz um und schneide mal den Draht ab. Ich habe jetzt bei dem Kranz auch meine sämtlichen Drahtreste eingearbeitet. Ich musste zweimal neuen Draht anbinden, aber ich wollte diese alten Drahtreste jetzt unbedingt mal loswerden. Na, kommt mal raus. Und verfriemel den mit dem bereits vorhandenen Draht. Einen kleinen Knoten hier reinmachen und jetzt mal so ein bisschen zwirbeln, dass es nachher schön stramm ist. Das Ende von dem Draht stecke ich auch jetzt einfach in den Kranz hinein. So. Ja, und jetzt kann man darüber nachdenken, ob man den Kranz noch weiter dekorieren wollte, beziehungsweise jetzt einen Schritt zurück. Ich überprüfe jetzt mal meinen Kranz, ob man noch an irgendeiner Stelle den Strohkranz sehen kann. Was ist das denn? Irgendwas Braunes? Das will ich jetzt gar nicht drin haben. So, zack, raus. Wie gesagt, ich gucke jetzt hier mal, ob hier noch irgendwo eine Stelle ist, wo noch was hin darf an Grün. In meinem Fall jetzt glaube ich nicht. Ne, es sieht schon mal ganz gut aus. Wenn das jetzt bei euch der Fall sein sollte, dass ihr Stellen entdeckt, wo ja noch ein bisschen Grün hin könnte, ist überhaupt nicht schlimm. Ihr nehmt dann einfach mal ein bisschen Grün und dann steckt ihr das nur noch so in den Kranz hinein. Also ist jetzt überhaupt kein Problem. Oder wenn jetzt noch Heide übrig geblieben sein sollte und ihr möchtet die unbedingt noch mit drin haben in dem Kranz, dann einfach so dazwischen nochmal hineinstecken. Ja, ich werde mir jetzt mal Gedanken machen, ob ich den noch weiter dekorieren möchte. Ich habe mir jetzt so meine Gedanken gemacht, ob ich den Kranz weiter dekorieren möchte. Aber ich glaube, ich lasse den jetzt so, wie er ist. Ich hatte überlegt, ob ich hier diese Haselnüsse mit einarbeite oder Zieräpfel. Gerade so die Zieräpfel, finde ich, die passen jetzt überhaupt nicht in den Kranz hinein. Dann habe ich hier etwas von meinem alten Lavende. Da hatte ich so drüber nachgedacht, das hier irgendwie noch so, ja, ich weiß auch nicht, ne, so drauf zu legen. Aber ich habe das Gefühl, das Ganze ist nicht wirklich harmonisch. Lichterkette lasse ich jetzt bewusst weg. Habe ich jetzt nicht vorgehabt, das zu machen. Dann hatte ich hier mal so einen Kürbis angehalten, so einen Zierkürbis. Ich meine, bei der Geschichte kann man jetzt sagen, ist ein richtig krasser Kontrast. Ne? Lila und Orange ist ja die Gegenfarbe. Also Orange ist die Gegenfarbe von Lila. Hat irgendwie was, aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Ich sag, ja, es ist jetzt wirklich ganz schön schwer für mich zu sagen, ob das gut aussieht oder nicht. Ich kann mir jetzt absolut nicht entscheiden. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da
ihr da so einen Zierkürbis dran machen würdet oder nicht. Ich hatte jetzt auch schon die Heißklebepistole geholt. Den würde ich dann jetzt wirklich nur mit Heißkleber befestigen. Und dann, ja, wenn der dann hängt, ne? Ich meine, ungerade sähe jetzt aber auch schöner aus, wenn ich jetzt 3 von diesen Zierkürbissen hätte. Dann bräuchte ich aber auch welche, die noch mal kleiner sind als er hier. Also, ich denke nicht. Ich glaube, mit den Kürbissen wäre jetzt eher eine schönere Idee, wenn man jetzt hier in der Mitte ein Glas platzieren würde und die dann irgendwie davor stellen. Ne, wisst ihr was? Ich lasse den jetzt einfach so in Ruhe. Für dieses Projekt hatte ich jetzt 5-mal Besenheide und eine Stacheldrahtpflanze benötigt, sowie etwas Thujagrün. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den Kranz so zu lassen, wie er ist. Man kann ja auch irgendwo zu viel dekorieren. Und dann wollte ich euch noch einen Kranz zeigen, den habe ich vor etlichen Wochen erstellt. Das ist mein Distelkranz mit wilden Möhren kombiniert und dann hatte ich da noch Tilansien mit eingearbeitet. Die Tilansien kennen einige auch unter dem Begriff Curly Moos. Das Video dazu werde ich euch einblenden und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!